Drone Swarm ist eins der Gamescom-Demos, die mich am meisten begeistert haben. In dem Strategiespiel rast ihr mit dem Raumschiff rum und sucht ein neues Zuhause. Quasi eine neue Erde, denn die alte ist kaputt. Weil die Suche natürlich sehr gefährlich ist, umkreisen euer Raumschiff 32.000 Drohnen. Ja, richtig, 32.000. Jede einzelne Drohne hat laut den Entwicklern seine eigene Simulation und geht seinen eigenen Weg. Und all diese Drohnen könnt ihr im Spiel steuern. Als Gruppe allerdings. Sie können feindliche Schiffe angreifen oder sich zum Schutzschild formieren. Das Coole ist, dass ihr mit eurer Maus den Weg vorzeichnen könnt. Also ihr gebt den Drohnen vor, wie sie sich positionieren und wo sie entlang düsen sollen. Das macht richtig Spaß. Was mich noch skeptisch stimmt, ist, ob es da auch unterschiedliche Maps und Begegnungen gibt. In der Demo triffst du zwar auf unterschiedliche Gegner, aber im Prinzip war es doch immer das Gleiche. Da hoffe ich einfach auf mehr Abwechslung. Das Point-and-Click-Adventure Metropolis hat meiner Meinung nach ein sehr cooles Setting und einen coolen Artstyle. Es geht um ein paar Archäologen, die im Jahr 5000 unsere verlassene Erde nach wertvollen Artefakten absuchen und die dabei richtig erstaunt sind, was sie denn so alles finden. Genau wie die Archäologen heutzutage. Die sind ja auch begeistert, wenn sie Vasen und Schriftstücke von den Römern und vom alten Ägypten finden. Unser Hauptcharakter ist Henry Dijon, wenn ich das richtig ausspreche. Und mit ihm klicken wir uns durch dieses Adventure durch und lösen Rätsel. Witzige Dialoge gibt's obendrauf. In dieser Demo-Version fehlt allerdings noch das Voice-Over. Das wird allerdings gerade gemacht, sagen mir die Entwickler, und demnächst in einem Demo-Update nachgereicht. Ohne Stimmen fand ich das Game aber auch schon sehr sympathisch. Vesper ist ein atmosphärischer Plattformer, der mich sofort an Limbo erinnert hat. Es sieht so aus, als ist hier aber etwas mehr Action drin. Zumindest kriegst du in der Demo ziemlich gleich eine Waffe in die Hand gedrückt. Du spielst Seven, einen kleinen Roboter, der in einer kaputten Welt zurechtkommen muss. Er muss sich zum Beispiel gegen andere Roboter durchsetzen, die ihn irgendwie gar nicht mögen. In der Demo läufst du hauptsächlich von links nach rechts oder von rechts nach links und löst Hindernisrätsel, um weiterlaufen zu können. Dazu benutzt du vor allem deine Lichtwaffe. Die kannst du an diesen leuchtenden Straßenlampen aufladen und dann damit schießen. Entweder auf Mechanismen, die dir den Weg frei machen, oder auf Gegner. Wenn du auf Gegner geschossen hast, wandert deine Roboterseele in diesen Feind hinein. Dann kannst du mit ihm beispielsweise Türen öffnen. Brauchst du den Roboterfeind nicht mehr, kannst du ihn zum Explodieren bringen. Ich finde es auf jeden Fall jetzt schon ein spaßiges Game mit einem sehr coolen, düsteren Design. Auch das Strategiespiel Iron Harvest habe ich zur Gamescom ausprobiert. Vorher gab es schon eine Open Beta dazu, sowie einiges an Werbung und ein paar Streams. Und Iron Harvest ist sogar schon ein E-Sports-Titel, deswegen habt ihr von dem Spiel vielleicht schon vor der Gamescom was gehört. Ist ein typisches RTS-Game wie StarCraft oder Age of Empires und macht echt Bock. Ich mag zwar eigentlich kein Kriegssetting, vor allem nicht in den 1920er Jahren, wenn alles so grau-braun ist und depressiv macht, aber hier handelt es sich um eine alternative Realität. Es gibt Mechs und ein bisschen Sci-Fi-Flair, da werde ich also wieder hellhörig. Auch wenn die Grafik jetzt nicht umwerfend ist und es einige nervige Stimmen gibt, gehört das Spiel hier auf jeden Fall zu meinen Gamescom Indie Highlights. Vor allem, weil es auch diesen süßen Bären gibt. Zuletzt habe ich noch das Kartenspiel Ring of Pain ausprobiert. Statt dass du deine Karten vor dir liegen hast und die des Gegners auf der anderen Bildschirmhälfte liegen, bist du in dem Spiel quasi die Karte und kriegst Gegner per Zufall serviert. Du hast hier deine Health- und Defense-Anzeige und greifst Gegner per Mausklick an. Und wenn du drüber hoverst, siehst du, was für Auswirkungen die Karte auf dich hat.
Es gibt auch Karten, die dich heilen und deine Stats verbessern. Und so kämpfst du dich quasi von Dungeon zu Dungeon, die alle ringförmig angelegt sind. Du versuchst natürlich alle zu schaffen, bis der Ring komplett ist. Ich bin oft kurz vor knapp gestorben, bis mir das Spiel endlich eine Reihe von coolen Karten gegeben hat, sodass ich es bis zum Schluss schaffen konnte. Ich finde es ein sehr cooles Konzept, was wirklich das Kartengenre nochmal ganz toll auffrischt. Ja, ich bin auch ein Fan von Survival Games, deswegen behalte ich Smalland ganz genau im Blick. Hier gefällt mir die Idee, dass du auf Ameisengröße geschrumpft bist und du so Survival von einer anderen Perspektive erlebst. Das Spiel ist also so ähnlich wie Grounded. Während Grounded ja nur auf einen Garten beschränkt ist, hast du hier eine komplette Open World vor dir. Du kannst sogar Ballon fahren. Was die Entwickler im Stream auch schon mal verraten haben, ist, dass du Ameisen, Grashüpfer und Co. auch zu deinen Buddies machen kannst. I like. Mysteriös, düster und gruselig. So sieht der Trailer von The Signifier aus. Es geht um einen geheimnisvollen Mord. Der Vizepräsident eines wichtigen Tech-Unternehmens ist tot und du als KI- und Psychologie-Experte sollst den Fall lösen. Und zwar, indem du das Unterbewusstsein des Opfers erforschst. Das Spiel ist story-driven und besteht wohl hauptsächlich aus Rätselpassagen und es kommt ohne Jumpscares aus. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber ich bin gespannt. Von Lost at Sea gibt's leider auch noch sehr wenig zu sehen. Es ist eine emotionale Reise quasi zu dir selbst. Du bist auf einer Insel und löst auch hier Rätsel, über die du dann Erinnerungen an dein Leben freischaltest. Anscheinend geht's auch irgendwie um deine eigenen Erinnerungen als Spieler und besonders um die Frage, was sind die wichtigsten Momente in deinem Leben? Ich frage mich dabei, wie genau soll dieses Spiel überhaupt aussehen? Ich freue mich auf jeden Fall auf Neuigkeiten. In Wingspan geht's ganz grob gesagt um Vogelarten. Das gibt's übrigens schon als Tabletop-Game und jetzt eben bald auch virtuell. Du baust ein Naturschutzgebiet auf und versuchst möglichst viele Vogelarten und Ressourcen zu bekommen. Es ist ein Multiplayer-Spiel für bis zu 5 Spielern, gegen die man antritt. Laut den Entwicklern liegt der Fokus aber weniger auf wer ist der Beste, sondern das Spiel soll eher entspannen. Wenn ihr also gerne Karten spielt, ein Anti-Stress-Training braucht und ihr nebenbei auch noch ein paar interessante Tierfakten aufsaugen wollt, ist das hier vielleicht was für euch. Ich bleib da definitiv dran.